Nummer 1. Person A. Also, ich versuche insgesamt den Stress zu reduzieren. Nach der Arbeit gehe ich spazieren oder treffe meine Freunde. Ich glaube, Entspannung ist ganz wichtig. Außerdem fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind 8 Kilometer. 2-mal pro Woche gehe ich ins Fitnessstudio. Im Sommer auch mal schwimmen. Und ich versuche regelmäßig genug zu schlafen. Person B. Sport macht mir keinen Spaß. Und das ist auch viel zu anstrengend. Außerdem kann man sich da leicht verletzen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat sich beim Fußballspielen ganz schlimm am Fuß verletzt. Jetzt ist er 4 Wochen krankgeschrieben. Also für mich ist das nix. Da entspanne ich mich lieber auf dem Sofa und sehe Sport im Fernsehen. Und dazu eine kalte Cola und eine Tüte Chips. Das mag ich wirklich gern. Am liebsten spiele ich aber am Computer. Da vergesse ich auch den Stress der Arbeit. Person C. Wenn ich nicht so viel Sport machen würde, würde ich meinen Alltag nicht schaffen. Früh aufstehen, Frühstück für alle machen, dann schnell zur Arbeit. In der Arbeit habe ich immer super viel Stress. Oft schaffe ich nicht alles. Nach der Arbeit muss ich dann noch einkaufen oder andere Dinge erledigen. Und oft muss ich auch noch abends arbeiten. Für Freunde habe ich leider total wenig Zeit. Oft kann ich dann auch nicht gut schlafen. Deshalb mache ich sehr viel Sport. Aber meistens erst spät abends. Gespräch 1. Guten Morgen, Herr Krause. Guten Morgen. Na, wie geht es Ihnen heute? Ach, ich bin froh, dass die Operation vorbei ist. Aber Schmerzen habe ich immer noch. Das ist ganz normal und dauert auch noch ein paar Tage. Jetzt frühstücken Sie erst mal, dann geht es Ihnen bestimmt besser. Ich habe eigentlich gar keinen Appetit. Sie sollten wirklich etwas essen, dann haben Sie auch wieder mehr Kraft. Und um 11 Uhr müssen Sie zum Physiotherapeuten. Aha. Warum denn das? Der erklärt Ihnen, welche Übungen Sie machen müssen, damit Sie sich bald wieder normal bewegen können. Bringt das wirklich etwas? So ein bisschen Gymnastik? Also, ich kann Ihnen nur dringend raten, die Gymnastik zu machen. Sonst dauert alles viel länger. Na gut. Brauchen Sie noch Hilfe bei irgendetwas? Ja, das wäre sehr nett. Ich möchte mir die Haare waschen. Ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe. Also ich kann Ihnen gern zeigen, wie Sie das am besten machen. Und beim Anziehen habe ich noch Probleme. Ich kann mir die Hose nicht anziehen. Das machen wir nach dem Frühstück. Sie brauchen mich nur zu rufen, wenn ich Ihnen helfen soll. Das ist nett. Vielen Dank. Und ich muss Sie warnen, wenn Sie jetzt wieder nichts essen, dann verbessert sich Ihr Zustand viel langsamer. Ihr Körper braucht die Energie. Okay, dann frühstücke ich jetzt mal. Gespräch 2. Hi Nick, wie geht's, wie steht's? Hast du noch Schmerzen? Hallo Juliana. Na, langsam geht es besser. Ich denke, in ein paar Tagen brauche ich keine Schmerztabletten mehr zu nehmen. Aber mir ist natürlich auch ein bisschen langweilig hier. Oh, was kann ich für dich tun? Soll ich dir ein paar Zeitschriften kaufen? Danke, das wäre toll. Und vielleicht noch ein spannendes Buch. Und sonst noch etwas? Soll ich dir auch etwas zu essen mitbringen? Nein, danke. Das ist nicht nötig. Aber vielleicht könntest du ja bei mir zu Hause vorbeifahren und meinen Laptop holen. Warum brauchst du denn deinen Laptop? Willst du etwa arbeiten? Das ist nicht gut für dich. Du musst dich ausruhen. Nein. Aber dann kann ich ein paar Filme oder Serien sehen. Und meine Musik ist auch auf dem Laptop. Okay. Und sonst noch etwas? Also, ein paar Wünsche hätte ich schon noch. Ja? Nein, das war nur ein Witz. Komm, gehen wir einen Kaffee in der Cafeteria trinken. Ich zahle. Und du brauchst mir nur ein bisschen zu helfen. Aber klar doch. Dann mal los. Ich höre im Moment oft Salsa. Salsa? Hast du gerade gute Laune? Ja, aber ich höre auch Tango. Warum hörst du Tango? Ist Tango nicht eher traurige Musik? Tango kann sowohl traurig als auch fröhlich sein. Ich höre lieber Rock und Pop.
Ich höre im Moment oft Salsa. Salsa? Hast du gerade gute Laune? Ja, aber ich höre auch Tango. Warum hörst du Tango? Ist Tango nicht eher traurige Musik? Tango kann sowohl traurig als auch fröhlich sein. Ich höre lieber Rock und Pop. Gut gesagt. Wenn man etwas vergessen hat. Wie heißt nochmal Zunge auf Englisch? Das fällt mir gerade nicht ein. Weißt du das vielleicht, Sophia? Nee, keine Ahnung. Weißt du noch, wie der tolle Film mit Matt Damon heißt? Ich komme gerade nicht drauf. Puh, da bin ich wirklich überfragt. Ich gehe eigentlich nie ins Kino. Ach, mir liegt das auf der Zunge. War das nicht irgendwas mit Born? Wie gesagt, keine Ahnung. Herzlich willkommen zu unserer Radiodiskussion zum Thema Lernen lernen. Heute ist der Lerncoach Dr. Gregor Schellbach mein Gast. Außerdem Frau Ina Dahlmeier, die als Lehrerin an einer Gesamtschule unterrichtet. Guten Morgen. Hallo. Frau Dahlmeier, ist eigentlich der Vormittag die beste Zeit zum Lernen? Also die erste Stunde, also morgens um 8 Uhr, ist in der Regel nicht günstig, da die meisten Schülerinnen und Schüler noch müde sind. Aber spätestens nach der ersten Pause sind dann alle wach. Wenn die Kinder sich in der Pause bewegen, dann ist das am besten. Das ist auch meine Erfahrung. Aber ob man morgens oder abends lernt, spielt eigentlich keine Rolle. Man muss wach und ausgeschlafen sein. Und das kann individuell zu sehr unterschiedlichen Zeiten sein. Danke, Herr Dr. Schellbach. Jeder lernt ja unterschiedlich. Aber warum lernt man unterschiedliche Dinge auch unterschiedlich gut? Zum Beispiel kann ich mir die Texte meiner Lieblingslieder problemlos merken. Bei historischen Jahreszahlen fällt es mir normalerweise schwer. Wenn es einem schwerfällt, sich bestimmte Dinge zu merken, dann kann man die sogenannte Loci-Methode anwenden. Da verbindet man Lernstoff mit vertrauten Orten oder Wegen. Man stellt sich also zum Beispiel eine Sache oder eine Zahl an einem bestimmten Ort vor, zum Beispiel in der eigenen Küche, in einem Regal, und kann sie sich so besser merken. Und bei den Liedtexten ist es so, dass das Lied die Emotionen anspricht. Man ist so begeistert und möchte den Text verstehen und lernen, damit man mitsingen kann. Und so lernt man schneller, vielleicht sogar ganz unbewusst. Bei Schulstoff ist das natürlich oft schwer. Es ist viel Lernmaterial und das enthält auch schwierige Themen, die die Kinder nicht interessieren. Da sind verschiedene Dinge wichtig. Erstens beim Lernen verschiedene Sinne anzusprechen, also Lernstoff nicht nur zu hören oder zu lesen, sondern auch mitzuschreiben und direkt anzuwenden, also beim Sprachenlernen zum Beispiel gleich selbst zu sprechen. Bei schwierigen Themen, also bei Biologie oder bei Grammatikthemen, hilft es jemand anderem davon zu erzählen oder es zu erklären. Dann merkt man sich das viel besser. Also meine Lehrer damals in der Schule haben immer gesagt, dass wir ganz viel wiederholen sollen. Und zwar nicht alles auf einmal, sondern in Abschnitten und mit Pausen. Die Pausen fanden wir Schüler natürlich am besten. Das ist natürlich immer noch richtig. Ich zeige den Schülerinnen und Schülern auch solche Tricks und Methoden, wie man lernen kann. Das klappt sehr gut. Vielleicht können wir das konkretisieren. Was mache ich zum Beispiel beim Sprachenlernen, wenn ich mir ein Wort einfach nicht merken kann? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. Ich empfehle meinen Klassen zum Beispiel, diese Wörter ganz absichtlich zu verwenden, und zwar in einem ungewöhnlichen Kontext. Sie sollen eine Fantasiegeschichte schreiben oder ein Märchen. Das macht den meisten viel Spaß und ist effektiv. Also man soll wiederholen.
Man soll Neues in kleinen Einheiten und mit Fantasie lernen, mit verschiedenen Sinnen. Das klingt auch schon wieder alles recht kompliziert. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir Lehrkräfte helfen ja auch. Aber Sie haben schon recht. Jeder Lernende sollte sich auch mit den eigenen Stärken und Schwächen beschäftigen. Was für ein Lerntyp ist man überhaupt? Kann man sich zum Beispiel Dinge leichter merken, wenn man sie liest, hört oder schreibt? Wenn man das weiß, dann kann man auch das eigene Lernen deutlich effektiver gestalten. Wir sind alle unterschiedliche Lerntypen und viele Tipps helfen allen. Aber welche Methode für einen selbst die beste ist, muss man rausfinden. Danke, das war schon mal sehr interessant. Wir unterbrechen unsere Diskussion kurz für einen neuen Song von...